Hey Leute, heute gibt es ein neues Video von For-Free-Skier und zwar einen GoPro-Tipp und Trick. Er geht über die Akkulaufzeit, wie könnt ihr am meisten aus dem Battery Life rausholen. Ich habe 5 Tipps für euch, wie ihr die Energie sparen könnt und wie ihr wirklich mit einem Akku normal durch einen normalen Tag kommt. Die ersten 3 Tipps sind eher so die Standard-Tipps, die jeder kennt, aber die anderen 2, die letzten 2 sind eher solche Tipps, die ich eigentlich noch nie auf YouTube gesehen habe, aber die mir persönlich voll viel gebracht haben in der letzten Zeit mit meiner GoPro. Also wenn es euch interessiert, bleibt dran. Tipp Nummer 1 ist natürlich Wi-Fi an der GoPro aus. Wenn das Wi-Fi an ist, zieht wirklich viel Akku, vor allem wenn es mit der App verbunden ist oder mit dem Remote. Das Wi-Fi ausmachen, das spart wirklich Akkulaufzeit. Tipp Nummer 2 ist, filmt in niedrigen Framerates. Wenn ihr euch leisten könnt, wenn ihr jetzt irgendwie Sportart macht, wo ihr wirklich keine 48, keine 60 Frames braucht, sondern nur 30 oder eben sogar nur 24, filmt in die niedrigen Framerates. Ihr spart euch nicht nur Speicherplatz, sondern ihr spart euch genauso Akku, denn der Prozessor der GoPro, müsst ihr euch denken, muss einfach bei 30 Frames nur halb so viel rechnen wie bei 60 Frames. Deswegen lower Framerate setzen, wenn es geht. Dann natürlich niedrige Resolution, kommt das gleiche wie bei der Framerate. Bei niedriger Resolution muss die GoPro weniger rechnen. Das heißt, wenn ihr ein Video nur auf 720p auf YouTube hochladen wollt, bringt es euch nichts, wenn ihr draußen 1080 filmt. Filmt einfach mit 720p oder weniger. Die GoPro muss weniger rechnen, ihr habt weniger Speicher und natürlich eine längere Akkulaufzeit. So, jetzt kommen aber die 2 Tipps, die ich eigentlich noch nie irgendwo gesehen habe. Und zwar ist der Tipp 1, eure GoPro oder jedes andere elektronische Gerät. Der Akku ist schneller leer, wenn es kalt ist, wenn das Gerät kalt ist. Das Vorteil bei der GoPro ist, sie heizt sich relativ stark auf. Das heißt, der Akku ist eigentlich immer recht warm, aber trotzdem, wenn es draußen kalt ist im Winter oder irgendwo anders, geht der Akku schnell verloren. Mein Tipp, nehmt die GoPro einfach, wenn ihr im Lift seid, wenn ihr irgendwo ansteht, wenn ihr wartet, wenn ihr sie länger nicht braucht, nehmt sie runter und steckt sie irgendwo in eine Brusttasche rein, eure GoPro. Oder steckt sie irgendwo hin, wo es einfach warm ist. Das heißt nicht nur in den Rucksack und keine Deckeltasche oder, sondern in die Brusttasche. 37 Grad Körperwärme, da ist es warm, da bleibt der Akku warm, der Akku hält länger. Das heißt, haltet eure GoPro warm. Tipp Nummer 5 ist, wie ihr filmt. Und zwar gibt es Leute, zum Beispiel beim Skifahren, die filmen von ganz oben, sie gehen aus dem Lift raus, drücken auf an und erst wenn sie unten wieder einsteigen, drücken sie auf aus, lassen ihre GoPro vielleicht auf Standby schalten, nicht aus, wenn sie im Lift fahren. Aber es gibt einfach Zwischenstücke, die sind langweilig und es hat 2 Nachteile. Einmal habt ihr natürlich unglaubliche Datenmengen. Wenn ihr nachher ein Video schneiden wollt, dann wisst ihr nicht, oh, das ist jetzt ein cooler Teil, das ist ein langer Teil, sondern müsst immer einen 8-Minuten-Fall, der unendlich lang ist, durchsuchen. Ah, das ist eine coole Szene, das ist eine coole Szene und das auch. Und das ist mega nervig, finde ich. Aber zweitens verbraucht ihr beim Film auch extrem viel Akku. Denn es ist klar, wenn ihr filmt, hat die GoPro viel weniger Akkulaufzeit, als wenn sie auf Standby läuft. Deswegen einfach schauen, hey, hier ist cool, anmachen, das ist nicht mehr cool, ausmachen. Und das Wichtige ist, schaltet die GoPro dazwischen nicht aus. Denn viele denken, je öfter ich sie aus habe, desto mehr Akkulaufzeit habe ich. Das stimmt aber nicht, denn es rentiert sich ungefähr erst so ab 30 Sekunden bis 1 Minute wirklich, dass ihr Akku spart. Wenn ihr es anmachen braucht, wirklich viel Batterie. Das gleiche ist bei der GoPro so, das heißt, wenn ihr wirklich mal nur ein kurzes Zwischenstück habt, einfach während dem Fahren, bam, GoPro ausmachen und dann, das Zwischenstück ist vorbei, wieder anmachen, aber nie die GoPro ganz ausschalten, sondern nur kurz aufhören zu filmen und wieder anfangen zu filmen. So, das war jetzt das Video zu den Akkuspartipps. Wenn ihr noch andere Tipps habt, dann schreibt die einfach unten in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Vielleicht sind auch welche dabei, wo ich sage, hey, eigentlich voll cool, mache ich jetzt auch so. Bei Fragen natürlich auch unter in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und drückt den Subscribe-Button, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns das nächste Mal mit For-Free-Skier.